Ja, was soll ich sagen? Mein Lungenflügel ist kollabiert. Ich hatte einen primären Spontanpneumothorax. Unter Take My Breath Away habe ich mir irgendwie etwas anderes vorgestellt. In diesem Video möchte ich über meine Krankheitsgeschichte sprechen. Von den Symptomen über die Diagnose bis hin zur Therapie. Damit möchte ich vordergründig eine kleine Plattform zum Austausch unter Betroffenen schaffen. Die Forschung ist nicht sonderlich weit und in Deutschland sucht man Selbsthilfegruppen derzeit vergeblich. Ich würde euch empfehlen, vorher im Video zum allgemeinen Krankheitsbild vorbeizuschauen. Da habe ich alles Wichtige zum Thema zusammengefasst. Wie habe ich den Lungenkollaps bemerkt? Ich erzähle einfach mal, wie es stattgefunden hat und kläre anschließend die Zusammenhänge auf. Grundsätzlich vorweg, ich bin Nichtraucherin. Ich hatte auch nie sonderlich große gesundheitliche Probleme. Es begann tatsächlich alles damit, dass ich mich in der Woche vor Weihnachten 2023 zum ersten Mal richtig mit Corona infizierte. Ich hatte vermutlich die zu diesem Zeitpunkt neueste Omikron-Variante, gegen die ich leider nicht auffrischend geimpft war. Dementsprechend war ich ziemlich krank. Die erste Nacht war besonders schlimm. Neben starken Gliederschmerzen und einem allgemeinen grippeähnlichen Krankheitsgefühl hatte ich wahrscheinlich sehr hohes Fieber, weil ich so extrem gefroren habe. Die ganze Zeit war so ein Fiepen im Ohr und ich hatte in den Phasen, in denen ich in dieser schlaflosen Nacht überhaupt Schlaf fand, fast so Fieberträume. Und irgendwie hatte ich dann in meinen Schultern und im Rücken so ein ganz merkwürdiges Gefühl, als würde es innerlich brennen. Hinzu kamen dann Hautverfärbungen. Meine Fingernägel waren eine Zeit lang lila, hellviolett, ganz ohne Nagellack. An Weihnachten war der Corona-Test wieder negativ, jedoch war ich bis Neujahr nicht ganz fit und auch danach hatte ich noch gesundheitliche Probleme. Ich hatte anhaltende Schlafstörungen, Angststörungen. Ich bin regelmäßig von ähnlich wiederkehrenden Albträumen aufgeschreckt. Wahrscheinlich wollte mir mein Unterbewusstsein hier mitteilen, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Und ich war unfassbar müde und erschöpft. So sehr, dass mir teilweise tagsüber für mehrere Stunden die Augen zugefallen sind. Irgendwann im Januar, ich kann es zeitlich nicht mehr so ganz zurückverfolgen, kamen plötzlich starke Schulterblattschmerzen hinzu. Überwiegend auf der rechten Seite, aber auch mal links. Ich muss dazu sagen, schon im letzten halben Jahr davor hatte ich verstärkt mit Nackenproblemen zu kämpfen, was bei mir wiederum zu Kopfschmerzen und Migräne führt. Ich sitze meist den ganzen Tag im Büro und treibe auch nicht wirklich viel Sport, weshalb ich das für Verspannungen oder eine Schulterblattentzündung gehalten habe. Nur gingen diese Schmerzen einfach nicht weg, auch nicht durch Sport. Es wurde dadurch tendenziell sogar schlimmer als besser. Den Alltag habe ich nur mit Schmerzmitteln bewältigen können. 2 bis 3 Tabletten pro Woche habe ich so genommen. Beim Essen hatte ich so leichte Schluckauffälligkeiten, keine direkten Beschwerden. Es hat sich eher so angefühlt, als würden die Schmerzen auf den Schultern vor in die Speiseröhre ausstrahlen, sodass ich bei jedem Schlucken, je nach Sitzposition, so ein drückendes Gefühl im Hals hatte. Rückblickend waren auch Brustschmerzen dabei, mal so kurze Stechen hier so, wie gesagt, ich habe das nur im Zusammenhang mit der Schulter gesehen. Und manchmal hatte ich auch so ein leichtes Hüsteln. An einem Tag im Februar waren die Schmerzen in der Schulter so schlimm, dass sie bis hinunter auf meiner rechten Seite in die Beine zog. Und mir schossen da in dem Moment auch wirklich die Tränen in die Augen. Das ist so ein bisschen vergleichbar, als wenn man einen gebrochenen Knochen bewegt. Viele dieser genannten Symptome sind ganz typisch für das Post-Covid-Syndrom. Schlaf- und Angststörungen beispielsweise, ganz klar Post-Covid, können aber auch auf eine zu geringe Sauerstoffsättigung im Blut hindeuten. Ich war mir eigentlich fast sicher, dass ich das habe und bin deshalb auch nicht zum Arzt, weil ich dachte, ja, da kann man ja ohnehin nichts machen. Fast 4 Monate habe ich mit den Beschwerden gelebt. Es gab aber auch Tage, da ging es mir eigentlich gut und ich habe mich normal gefühlt. An der Atmung habe ich tatsächlich gar nichts gemerkt. Das liegt aber vielleicht daran, dass ich allgemein eher flach atme. Als dann nach Ostern im April plötzlich trockener Reizhusten einsetzte, bin ich zu meiner Hausärztin und habe alles mal angesprochen. Sie war da wirklich sehr gewissenhaft und hat mich gründlich abgehört. Und da hieß es dann, dass ein stark abgeschwächtes Atemgeräusch in meiner rechten Lunge vorliegt und ich dringend geröntgt werden muss. Ich bin sofort zur Notaufnahme überwiesen worden. Das Pulsoximeter, das ist ein Gerät zur Messung der Sauerstoffsättigung im Blut, zeigte da Werte an, die vom Krankenhauspersonal als besorgniserregend eingestuft wurden,
Zusätzlich hatte ich Tachykardie, also Herzrasen mit 137 Schlägen pro Minute in Ruhe. Es wurde ein abnormales EKG gemessen. Normalwerte liegen bei 60 bis 80 Schlägen pro Minute in Ruhe. An dem Tag war die Notaufnahme sehr voll. Ich habe ca. 6 Stunden gewartet, bis sich ein Arzt mit mir beschäftigt hat. Als es dann soweit war, wurde ich erstmal nur befragt über Stress im Beruf und so weiter. Und da hieß es dann, ach, ich denke, das ist psychosomatisch bei Ihnen. Was mit der Lunge, das ist bei jungen Menschen so selten. Medical Gaslighting vom Feinsten. Leider gibt es das überall. Versucht am besten, jemanden im Krankenhaus dabei zu haben, der sich durchsetzen kann. Ihr als Patient werdet dazu nicht in der Lage sein. Die zweite Ärztin hat mich dann glücklicherweise genauer untersucht und abgehorcht und schließlich zum Röntgen geschickt. Seht ihr hier dieses feine Netz, wo sich mein linker Lungenflügel befindet? So muss eine gesunde Lunge eigentlich im Röntgenbild aussehen. Auf meiner rechten Seite ist dieses Netz nicht zu sehen. Das ist das Vakuum im Thorax. Es war schon eine ernste Situation, da ich einen Totalpneumothorax hatte. Heißt, mein rechter Lungenflügel ist komplett in sich zusammengefallen und war nur noch faustgroß. Das Ganze musste dann mit einer Thoraxdrainage therapiert werden. Der Eingriff dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Ich habe durch das Beruhigungsmittel bzw. Schlafmittel überhaupt nichts von dem Schnitt und dem Einsetzen der Thoraxdrainage mitbekommen. Später war ich dann halb bei Bewusstsein und vollkommen zugedröhnt in einer anderen Welt und dann setzte auch der Schmerz des Fremdkörpers ein. Ich finde, man sollte das nicht beschönigen. Es ist nicht nur unangenehm, sondern auch wirklich sehr schmerzhaft. Je nach Ausprägung werdet ihr mehrere Tage ans Bett gefesselt sein und euch nicht ohne Hilfestellung bewegen können, auch nicht auf die Toilette. Ich wurde direkt nach dem Einsetzen der Drainage nochmal geröntgt und da sieht man, dass sich die Lunge wieder entfaltete. Die ersten 2 Tage konnte ich mich gar nicht aufrichten. Das lag vor allen Dingen daran, dass sich meine Wunde entzündet hat. Die Drainage musste wieder ein Stück herausgezogen werden, weil sie innen irgendwie gegendrückte. Nach diesem zweiten Korrektureingriff ging es dann direkt ins CT. Da hat man aber keine Hinweise auf Bleps oder ähnliches gefunden. Von einer Physiotherapeutin habe ich die Aufgabe erhalten, täglich so einen Atmungstest durchzuführen. Nach 5 Tagen wurde ich dann ein letztes Mal geröntgt und es war dann nur noch so ein kleiner Luftspalt übrig, der sich von selbst zurückbilden kann. Die Drainage wurde dann mit lokaler Betäubung direkt am Krankenhausbett entfernt. Super viel Personal würde das beobachten. Sowas gibt es wahrscheinlich nicht ganz so häufig zu sehen. Von außen habe ich nur so ein leichtes Kribbeln gemerkt, als der Schlauch rausgezogen wurde aus dem Körper. Aber innen drin war es spürbar und es fühlt sich auch so an, wie es sich anhört. Aber es war aushaltbar und auch sehr schnell vorbei. Offiziell gibt es derzeit keine wissenschaftliche Studie, die den Einfluss einer Corona-Infektion mit einem Spontanpneumothorax untersucht. Es kann schlichtweg auch einfach Zufall sein, dass der Kollaps danach einsetzte. Es kann natürlich sein, dass meine Lunge schon Monate vor der Infektion geringfügig kollabiert ist und ich es einfach nicht bemerkt habe. Dafür würden auch einige Indizien sprechen und Corona hat dann quasi das Fass zum Überlaufen gebracht. Ob es vielleicht bei mir auch ein katamenialer Pneumothorax war, das versuche ich derzeit noch herauszufinden. Vielleicht mache ich später dazu nochmal ein Video. Da Corona eine Systemkrankheit ist und Entzündungsprozesse im Körper verursacht und wir ja wissen aus dem anderen Video, dass Entzündungen der Atemwege die Entstehung von ELCs und Bleps verursacht, würde ich aus meiner Perspektive einschätzen, dass Corona definitiv ein Beschleuniger sein könnte. Nach einem Krankenhausaufenthalt warten viele Arztbesuche auf einen. Die Wunde muss regelmäßig versorgt werden. Es bleibt dann eine Narbe zurück. Eigentlich hätte ich entsprechend der Empfehlungen vom Krankenhaus noch von einer Fachklinik mitbetreut werden müssen. Das hat aber leider nicht geklappt und war auch ein großes Hin und Her. Glücklicherweise konnte mich meine Hausärztin an eine Lungenfachärztin vermitteln, bei der ich nach einem Vierteljahr einen Lungenfunktionstest durchführte. Da war immer noch ein abgeschwächtes Atemgeräusch wahrnehmbar. Zu dieser Zeit war der Heilungsprozess in der Lunge auch direkt zu spüren. In meinem Brustbereich hat es nämlich innerlich so richtig gejuckt. Ich dachte zuerst, das wäre irgendeine Unverträglichkeit mit dem Duschbad. War es nicht, das hang tatsächlich mit dem Pneumothorax zusammen. Die übrige Luft im Pleuraspalt kann nämlich am Rippenfell irgendwie reiben, was dann diesen Juckreiz verursacht. Leider bin ich weiterhin von Sinustachykardie betroffen. Auch Monate nach der Therapie hatte ich eine doppelte Herzfrequenz in Ruhe. Das habe ich tatsächlich nur durch Zufall bemerkt. Eigentlich fühlte sich der Puls für mich fast normal an.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass es nicht nochmal passiert. Ich würde jedem Betroffenen empfehlen, seinen Gesundheitszustand kontinuierlich zu überwachen. Zum einen würde ich euch zum Kauf eines Pulsoximeters raten, der Puls- und Sauerstoffgehalt misst. Der kostet nur so 20 bis 30 Euro und passt in jedes Handgepäck. Zusätzlich oder alternativ ist eine Smartwatch oder ein Smart Ring sehr gut geeignet. Für mich ein echter Gamechanger, der misst wirklich alles, Puls, Blutsauerstoff, Schritte, Bewegung allgemein, ist insgesamt sehr nützlich. Es gibt auch Marken, die die Gesundheitsdaten sehr genau messen. Ich habe zum Beispiel eine Samsung Galaxy Watch 6. Ansonsten verzichte ich eine längere Zeit aufs Fliegen. Ich war allerdings auf 2000 Metern wandern, entgegen ärztlicher Empfehlung, zwar schon länger gebucht, haltet euch im Zweifelsfall lieber an den ärztlichen Rat. Das ging soweit alles gut, konnte mich gut akklimatisieren, keine negativen Auswirkungen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen. Und solltest du oder ein Angehöriger betroffen sein, lade ich dich hiermit herzlich ein, meiner Selbsthilfegruppe auf Discord beizutreten. Wenn du kein Discord hast, kannst du deine Geschichte auch gerne in den Kommentaren teilen. Ich lese da definitiv mit. Diese Berichte helfen Betroffenen mit Sicherheit sehr.